Hallo meine Lieben, heute habe ich ein kleines Video für euch, wo ich euch zeige, wie ihr einen süßen kleinen Wichtel selber basteln könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für dieses Projekt brauchen wir ein paar Sachen. Fangen wir mal mit dem Körper an. Ich habe hier einen Kreis, der 8 cm und einer, der 6 cm ist. 8 cm außen, innen angezeichnet 6 cm. Das ist da, wo wir es nähen werden. Mein Körper wird grau, von dem her ist das grau, plus dann das, was den Rest des Körpers bilden wird. Und das habe ich ganz einfach so geschnitten, dass ich ein Blatt genommen habe. Hier unten sind es 21 cm. Dann in der Höhe sind es 11 cm. Da bin ich ganz einfach, ne? Geodreieck geht es am einfachsten. Hier unten bei 11 cm angelegt und dann hier oben eine gerade Linie gezeichnet. Und dann ab der Mitte, auf beiden Seiten waren es 9 cm. Dann habe ich ab der Mitte bei 8 cm und 8 cm eine Markierung gemacht. Das heißt, dieser obere Teil ist 16 cm. Und dann habe ich noch von unten 1 cm hoch mir eine Markierung gemacht, weil da bleibe ich noch gerade. Und dann ab dieser Markierung bis hier oben in die Ecke habe ich ganz einfach eine Linie gezogen und das dann auf beiden Seiten und ausgeschnitten. Und so habe ich dieses Teil hier und auch noch unten diese 1 cm Linie eingezeichnet, weil auch das wird dann der Bereich, wo wir nähen. Das sind diese beiden Sachen. Dann für den Hut habe ich auch wieder ein Blatt genommen, unten 21 cm, in der Höhe sind es 15 cm und oben je ab der Mitte 1,5 cm, dass wir hier oben 3 cm haben und hier dann 2 cm hoch und da eine Markierung gemacht und dann einfach diese Ecke nach hier oben gezogen und diese Ecke nach hier. Na, so habe ich dann ein Stück ausgeschnitten. Das ist eigentlich simpler rosaroter Filz. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir einfach auf die Fläche, das sind 15 cm mal 20 cm, habe ich mir einfach Sterne ausgeplottet. Das heißt, ich habe wirklich auf dem Cricut Design Space einfach diese Sterne gemacht. Das ist eine ganz einfache Sternform, wo ich dann beim Offset quasi nicht Offset, sondern nach innen, das heißt im Minusbereich, einen weiteren Stern gemacht habe und dann einfach nur quasi diesen Bereich behalten habe. Und so habe ich ganz viele angeordnet auf dieser Fläche von 15 cm mal 20 cm und das dann ausgeplottet und mit der Mini Press kurz hier drauf gebracht. So habe ich wunderbar eine Mütze, die dann auch noch ein cooles Muster hat mit Sternen. Dann habe ich zwei Pompons, eines für die Nase, eines für dann ans Ende der Mütze. Und für die Nase, ihr könnt auch ganz einfach Füllwatte nehmen. Ich habe hier, weil ich habe eine ganze Tüte mit solchen Pompons gekauft, damit ich so diese Dinge habe, und da hat es verschiedene Größen drin und die große passt eigentlich gerade für die Nase. Und dann habe ich einen Strumpf, den ich übereinander gelegt habe, also ist zweilagig quasi und der Pompon kommt dann hier rein und so werde ich dann die Nase bilden. Dann fangen wir auch schon an mit Nähen und da nehme ich den Teil für die Mütze rechts auf rechts und lege den aufeinander. Das heißt, die Außenseite guckt sich jetzt an. Stecke die hier kurz fest. Die werden wir so nähen, dass ich hier mit 1 cm Nahtzugabe arbeite. Das heißt, ihr könnt hier wirklich in der Spitze anfangen und runtergehen bis in diese Spitze. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr auch hier diese äußeren Kante entlang nochmal nähen, knappkantig, damit sich hier dann ein Tunnel
bildet. Das ist das erste. Dann nehmen wir den Körper, auch den lege ich aufeinander. Auch den nähen wir entlang dieser Kante mit 1 Zentimeter Nahtzugabe ab. Hier unten aber nur bis zu dieser 1 Zentimeter Markierung. Und dann haben wir hier diese Teile. Die Mütze können wir schon mal wenden. Dann haben wir hier schon mal eine super süße Mütze. Dann den Körper, den können wir, nee, den lassen wir noch. Und heben nur bis zu dieser 1 Zentimeter Naht. Da brauchen wir dann das. So, jetzt nehmen wir die Mütze und Draht. Und da biege ich den oberen Teil einfach, damit das dann nicht irgendwie jemanden verletzen könnte. Und mache hier oben so einen Bogen. Und dann fädle ich das hier durch den Tunnel ein bis ganz oben. Dann schneide ich das hier unten weg und drehe das hier einfach so ein bisschen ein unten. So dass ihr hier unten eine Spirale habt. Dann schiebe ich das wieder hoch. So dass es auf jeden Fall innerhalb der Mütze liegt. Weil dann können wir die Mütze formen mit diesem Draht. Den machen wir nachher noch kurz mit Heißkleber fest. Das wäre die Mütze. Jetzt müssen wir uns noch um diesen Teil hier kümmern. Und hier mache ich kurz Schnipse rein, bis knapp an den Kreis, den ich innen gezeichnet habe. Einmal in der Hälfte. Dann die aufeinander legen. Und dann die Viertel noch. Dasselbe mache ich hier. Einmal vorne, weil hinten haben wir ja die Naht, die es anzeigt. Und dann lege ich die Naht quasi und diesen Schnipser aufeinander. Und mache auch hier auf der Seite 2 Schnipse rein. So weiß ich, wo ich das jetzt anbringen muss. Und so stecke ich das kurz aufeinander. Dann könnt ihr hier ringsherum auch noch mehr Schnitte reinmachen, weil das muss ich dann quasi nach außen legen. Und so näht ihr das jetzt ringsherum einmal mit der Nähmaschine fest. Wenn es euch einfacher geht, könnt ihr es auch von Hand nähen. Aber einfach immer gucken, dass die beiden Kanten aufeinander liegen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das wenden. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Dann haben wir hier quasi den Körper für unseren Wichtel, wo nachher dann der Hut drauf kommt. Ich fülle das Ganze jeweils mit Reis. Damit ich aber da nicht Gefahr laufe, dass irgendein Reiskorn rausflutscht, mache ich da ganz einfach eine Plastiktüte rein. Und ich fülle auch nicht den ganzen. Ich gucke so die unteren 2 Drittel.
Dann mache ich hier einen Knoten. Schneide den Rest ab. Und so kommt das Ganze rein. Es geht einfach darum, dass ich hier ein Gewicht habe, damit der Wichtel dann nachher auch schön steht. Und den Rest oben fülle ich mit Watte. Und dann kann ich das hier oben auch schon zusammennähen. Und hier muss es auch nicht super schön sein, weil da kommt ja nachher der Hut auch noch drauf, ne? Könnt ihr mal testen, wie der Hut drauf passt. Hinten gucke ich jeweils, dass die Nähte aufeinander liegen. Und dann weiß ich, die Nase wird irgendwo hier sein. Darum kümmern wir uns jetzt auch gleich. Das heißt, ich nehme einen dieser Pompons, mache den hier in die Socke rein und den nähe ich jetzt auch fest. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Jetzt messe ich hier noch kurz ab, wie groß mein Bart sein soll. Ich mache es mir jetzt ein bisschen einfach und zeichne den quasi so ein bisschen an. Dann weiß ich, dass das so in dem Stil sein wird. Und in der Mitte kommt natürlich dann auch die Nase noch so ein bisschen weg. Und jetzt bei dem ist es wichtig, dass ihr nicht jetzt hier wie das geschnitten ist, einfach hier mit der Schere drüber, sondern ihr schneidet dem Netz entlang. Nicht den Haaren, sondern im Netz quasi, nur mit der Spitze der Schere. Dann könnt ihr die so rausziehen. Ne? Weil so haben wir hier die langen Haare und haben die hier nicht einfach weggeschnitten. In dem Stil wird das sein. Das heißt, die Haare sind länger als der Wichtel. Trotzdem kommen hier unten dann die Füßchen hin. Dann steht das Ganze hier so ein bisschen auf und dann sieht man trotzdem die Füße noch. Ich wollte die Füße eigentlich aus Filz machen, aber das hat in der Größe vom Wichtel nicht so gut funktioniert. Und als Alternative werde ich hier auch diese Pompons verwenden, nämlich die grauen. Und das funktioniert eigentlich auch wunderbar. Zeige ich mir noch an, wo ich die Füße haben will. Und dann mache ich schon mal die Heißklebepistole warm. Faden habe ich auch schon bereit. Und dann kommt noch ein bisschen Stopfwolle hier in die Mütze rein. Nicht zu viel, also nicht zu fest stopfen, weil die wollte ich ja nachher auch noch biegen, ne? Das reicht eigentlich auch schon. So. Jetzt, wenn dann die Heißklebepistole warm ist, werde ich zuerst die Nase kurzen Tupfer drauf machen, die hier drauf machen
und dann trotzdem noch festnähen, weil die muss sitzen und die darf nicht wieder runterkommen, weil wir werden nachher den Bart so ein bisschen drunter machen und da besteht so ein bisschen die Gefahr, dass das runterkommt. Deshalb Heißkleber zuerst, um das zu platzieren und dann ringsherum noch mit einem Faden festmachen. Dann werden wir die Füße drauf bringen, hier unten. Dann kommt der Bart und zuletzt dann noch die Mütze. Chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, dance, dance. Come on. Dance. We're gonna dance, dance. Have a good time. Dance, dance. All night long. We're gonna dance, dance. And have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain. Wenn euch jetzt die Haare zu lang sind, könnt ihr dem immer noch so einen Haarschnitt geben. Und zu guter Letzt kommt dann noch die Mütze drauf. Hier natürlich hinten, so dass das schön Naht auf Naht geht. Und dann hier vorne. Und dann haben wir hier oben auch noch einen Bommel drauf. Und dann könnt ihr jetzt durch den Draht quasi die Mütze auch noch nach unten biegen. Und so sieht der Kleine aus, wenn er fertig ist. Ich finde das wirklich super süß. Ihr könnt als Alternative zur Filzbasis vom Körper her, könnt ihr zum Beispiel auch eine engmaschige Kindersocke nehmen. Bedenkt einfach, dass ihr das dann seht, auch von außen oder von hinten zumindest. Das ist eine Alternative, was ihr auch machen könnt. Ich habe ja hier die Füße mit den Pompons gemacht und der hat auch keine Arme. Aber da könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr bei dem guckt, könnt ihr so aus einem elastischen Material solche Füße machen und dann unten Filz dran machen. Auch das ist eine Variante, die würdet ihr dann einfach einnähen, wenn ihr den Körper zusammen näht. Oder wenn ihr es mit einer Socke macht, dann müsstet ihr es einfach dran nähen und unter dem Bart verstecken. Die Tour für die Arme, die würdet ihr einfach unter der Mütze quasi verstecken, da wo ihr das anbringt. Auch das ist eine Alternative. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich finde, der ist wirklich super süß geworden. Und ich kann mir das zum Beispiel vorstellen, wenn ihr, sagen wir mal, Bürokollegen oder jemanden im Haus, in der Nachbarschaft, wenn ihr denen sowas wie Schokolade oder irgendwas schenkt, den dazu zu stellen, finde ich eine super süße Sache. Und das war es auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber nachzumachen. Vielleicht auch noch ein Wort zu euren Fragen. Ich weiß, ich bin im Moment ein bisschen langsam mit Fragen zu beantworten, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, 24 Videos in einem Monat zu machen. Von dem her dauert das ein bisschen im Moment und ich hoffe, ihr habt da Nachsicht mit mir, aber ich gebe mir Mühe.
So, das war's für heute und ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Wanna hang out with my friends and